Und weiter geht's mit Deadly Premonition. Im letzten Part haben wir das Intro abgeschlossen, also den Prolog. Und sind jetzt im Hotel. Ich hatte das Gefühl, ich hätte was vergessen, Zack. Ja, wir müssen jetzt in die Cafeteria. Wir haben uns auch schon rasiert. Wie der mal guckt, wenn der Türen aufmacht. Oh, großes Hotel. Links, rechts. Ich würde sagen, hier hin. Wir sollten vielleicht nicht rennen, das macht so einen komischen Eindruck. Ein langes Hotel. Zimmer entlang des Flurs mit den Bildern und Zimmer entlang des Flurs mit den Bildern und entlang des Flurs mit dem Hirschexponat. Polly wohnt in der Suite. Neben der Rezeption ist ein kleines Geschäft und ein Café. In der Mitte ist ein Speisesaal mit Ausblick auf den See. Man kann auch auf die Veranda am See steht ein Bootshaus. Im See kann man offenbar auch angeln. Okay. Du möchtest nicht die Map mitnehmen? Hier können wir auch überall speichern. Das ist cool. Und so Fahrstuhlmusik. Good morning, Mr. Morgan. Your breakfast is ready for you. Oh Gott. Polly Oxford, Hotelbesetzerin. Eine klischeelastigere alte Frau konnten sie nicht nehmen, ne? Thank you, Mrs. Polly Oxford. Just Polly is fine. Well then. Thank you, Polly. I'm starving. Is everything all right, Mr. Morgan? Yes, it's delicious, Polly. My compliments to the chef. I'm hoping my cooking will bring back repeat guests. Honestly, though, it's been a while since anyone has stayed here. I couldn't help but notice. Aside from you and me, there seems to be no other guests or workers around. What's that? The salt's in that white shaker there. Thank you. I was wondering if there were any other guests or workers here. Oh, no one else. My husband and I used to run this place, but he's in heaven now. You've been working here alone since then. Must be hard by yourself. Oh my, we're all out of pepper. I'm very sorry. It must be difficult to run a hotel by yourself. Well, yes, I suppose. I could just live on my pension. But I have to admit, running a hotel is kind of like a hobby of mine. That's nice. Polly, it might help to hear you better if you could sit a little closer. Oh my, Mr. Morgan, you're embarrassing me. So early in the day, too. I think I'm a little too old for you. And I still love my departed husband. May God rest his soul. I appreciate the invitation, but I'm fine over here. Polly, I can hardly hear you from all the way over there. You're exaggerating. This is fine. It won't do to be all clumped together with such a large table and cafeteria. We have to make use of all this space. Now tell me, that wound on your face, what happened? Let's just say I had some trouble during the last case I was working on. I'm sure it'll heal. It's just a flesh wound. Oh my, well, there's no need to be the tough guy here. I want you to be able to relax here. I've prepared a special room for you. A famous rock star once stayed in the same room, you know. Really? I feel honored. If you need anything at all, just let me know. I'll help you out in any way I can. Zach, the lady is offering to help. Do you want to ask her about the town? Say, Polly, what can you tell me about this town? Well, let me see. You might know this already, but the town is called Greenvale. It rains here quite often, but
It's a nice place, surrounded with nature. It was a big and prospering lumber town until not so long ago. We used to have a population of over 6,000 people. Less than a tenth of them left now. This hotel was built back then. We saw plenty of guests in those days. That's why this place is so big for such a small community. I have so many fond memories from back then. I suppose the clock on the community center is quite famous too. The clock? Oh yes, it's lovely. It rings in the morning and at night to let the whole town know the time. You'll hear it many times during your stay. It's a beautiful sound. And you'll love it too, I think. I look forward to hearing it then. Anything else you'd like to know about? Yes, actually, Polly. Could you tell me about the shops around here? Shops? Well, there aren't many. It is a small town, after all. You can do most of your shopping at the Milk Barn convenience store. The couple who run it are a unique pair. I'm sure you'll get to like them. The A&G Diner is a great place to eat. They might be open even if my kitchen is closed. If you want to go to a bar, there are two. The Galaxy of Terror and the Sweary 65. I don't care much for either of them. Bars are for the younger folk. We also have a gas stand, of course, the art gallery, and even a gunsmith. You should be able to find what you need. Thank you, Polly. Well, Mr. Morgan, I'd better start cleaning up. You just take it easy. I'll bring your coffee out in a moment. Thank you, Polly. I have to warn you, though, I am very particular about my coffee. The very best you have, please. I understand. I'll be right back with it. Did you see that, Zach? Clear as a crisp spring morning. F.K. in the coffee. I knew I could count on it. Never fails. Now then, let's get going. FK? Ah, wir haben jetzt hier auch Energiebalken. Können wir spielen? Warum ist das so viel Essen? Wir sind doch alleine. Essen serviert man als Buffet. Es gibt nichts Bemerkenswertes. Das Hotel ist so groß. Da das Hotel so groß ist, mache ich mir wegen der Qualität der Lebensmittel keine Sorgen. Esse aber jederzeit gerne Junkfood. Habe ich recht, Zack? Trink fantastischen Kaffee und finde heraus, was das Schicksal heute für dich bereithält. Wir hatten das schon. Wahrsage, Kaffee. Ich sollte lieber nicht da rein. Okay. Ich habe das Gefühl, dass ich es vergessen habe. Okay, also nicht dahin. Ja, ich weiß, wir müssen da hinten hin, aber ich möchte nichts verpassen. Bam. Wo sehe ich denn? Ah, da sehen wir, wie es um unsere Energie bestellt ist. Heute ist ein schöner, klarer Tag, ideal zum Spazierengehen.
Willst du das öffnen? Oh. Ah, Transparenz. Oh, hi. Ach so, muss ich die jetzt sehen? Ach ja, Mr. Morgan. Falls du etwas brauchst, kannst du mich an der Rezeption finden. Ich verkaufe jeden Tag Waren an meine Gäste. Ich habe zwar nicht viele, aber die könnten dir nützlich sein. Ganz schön geschäftstüchtig, was? Ja, sicher. Kaffee ist im Frühstück eingeschlossen. Keine Sorge, der Service ist hier so gut wie in jedem Großstadthotel. Prima, ich danke dir. Oh, also dann, wolltest du etwas? Schön, einen Augenblick bitte. Warum sind die so teuer? Zigarette. Eine sehr selten starke Marke. Wenn man sie raucht, merkt man gar nicht, wie die Zeit vergeht. Süßer Lutscher. Buttercracker. Käse. Haben Sie einen angenehmen Tag? Ja, interessanterweise hat sie uns jetzt gesiezt. Ja, Okay, ich hatte gehofft, die haben hier volle Sprachausgabe, aber nö. Schade. Ja, ich habe keine Ahnung, warum wir jetzt hier dieses Dings haben. Ich meine, das war jetzt kein Kapitel. Man weiß es nicht. Das kriegen wir noch früh genug raus. Köder, normaler Wurm, zum Angeln mit einer Angelrute. Truthahn-Sandwich. Delikates Truthahn-Sandwich stillt den Hunger sehr. Und warum ist es so lila? A police car. Unser Büro ist von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Kommen Sie nicht zu spät. Sheriff George Woodman. So we have King George to thank for preparing a car for me. A pleasant surprise, eh, Zach? Let's take it for a spin. I have to tell you, Zach, this place simply amazes me. The keys were left on the front hood, and nobody stole the car. Values. This town has what the country needs. Values. Let's head over to the sheriff's department. Turbo, L2, Bremse, L1, Hupen, Lenken, Scheibenwischer ein und aus, links blinken, rechts blinken, Handbremse, beschleunigen, Ansicht ändern, oh Gott. Also lenken tun wir mit dem linken, das ist okay. Ich gerne schon wieder. Tut mir leid. Ich habe sehr, sehr wenig geschlafen die letzte Nacht, keine Ahnung, 4 Stunden oder so. Das ist okay, wenn man nichts machen muss an dem Tag, aber wenn man arbeiten geht danach, ist es schon echt scheiße. Scheibenwischer ein und aus, links blinken, rechts blinken. Kriegen wir hin. Hauptschlüssel. Leuchtsignal.
Okay, damit hupen wir. Oh, das ist rückwärts. Ah, hiermit fahren wir. Oh Gott. Ah, hiermit wechseln wir die Ansicht. Oh, oh, oh. Okay. Wo muss ich denn hier runter? Oh. Oh, Entschuldigung. Ich habe gerade $5 verdient, weil ich vor einen Baum gefahren bin. Oh, damit machen wir Speed. Wo ist hier die Ausfahrt? Es muss doch hier eine Ausfahrt geben. Das Problem ist, man beschleunigt viel zu schnell. Also finde ich jetzt, man, wow. Okay. Die will ich haben. Also wenn ich nur ganz kurz hier R1 anklicke. Ich glaube, hier geht's runter. Haben die hier Rechtsverkehr? Ja, ne? So, Zach, about those bonus features in DVDs nowadays. You know, the ones from the 80s have almost no bonus material. Even if they do, it's a trailer and the visual quality is pretty bad. Well, that visual quality is a good reminder of those days. So many new audio and visual appliances were coming out back then. Do you remember the first video deck we bought? We bought it to record one of the Star Wars movies on TV. And remember when that video store opened, we spent hours there, just trying to find a good movie to rent. There weren't that many to choose from back then. I remember renting some really bad ones after reading those back cover taglines. Hey, remember? Attack of the Killer Tomatoes? Filmed in 1978. Produced, directed, written, and edited by John DeBello. It was really awful, but for some reason I still remember it pretty well. It had so many sequels, and the original was re-released in '95. The 87-minute long theatrical release bumped up to a whopping 90 minutes. But that was around the time I joined the Bureau. I'll never have a chance to see it. I know, Zach. Once this case is over, we can watch it together. I bet we can buy a copy on the internet pretty easily. Ja, das finde ich irgendwie sehr cool, dass er hier so Selbstgespräche führt, während hier... Offensichtlich bin ich hier falsch. Kommt da gerade jemand? Nee. Doch, da oben geht's gleich. Ich muss irgendwie drehen. So aus, als könnte man hier drehen. Egal, vielleicht können wir ja da hinten einfach links fahren. Wir können ja jetzt hier erstmal brettern, hier ist ja niemand.
Aber mehr als 50 Meilen... Ah, nee, das wollte ich nicht. Mehr als 50 Meilen dürfen wir anscheinend nur fahren, wenn wir Blaulicht haben. So, wenn man sich einmal... So... Linken... Linken ist wichtig. Das heißt, ich habe sogar als Fußgänger. Ich hasse es, wenn ich über die Straße gehe und dann überfährt irgendjemand mich fast, weil er nicht geblinkt hat, aber genau da abbiegen wollte, wo ich über die Straße gegangen bin. Speaking of 80s movies, one jewel in the rough springs to mind. Deadly Spawn. Do you remember that one, Zach? Back in '83, directed by Douglas McCann. Right, it was filmed pretty cheap, but still it was pretty good. The monster design with the mouth crammed full of teeth, I loved it. So many delicious B-movie cliches. Did you know that they made a sequel? But I never got to see the sequel. The rental store didn't have it for some reason. They said the staff for the sequel was totally different from the original. I wonder how the sequel turned out. You know, the monster in that one responded to sound. Wait, Zach. Sounds a lot like the movie Tremors. I think that one was back in '89, directed by Ron Underwood. Now that was a great role for Kevin Bacon. Masterpiece. Zach, that one had sequels like crazy. There was a fourth one. I've only seen the first one, though. Ich glaube, da links ist so eine Zach, is there something here that you want to check out? We're supposed to go through Anna Graham's file at the sheriff's office, but if you want to act on a hunch, then I'm with you. So, wir sind jetzt... Nein, warum komme ich da nicht rein? Das ist eine Karte. Ist abgeschlossen. Okay. Ist es nicht cool? Wir sind gerade Auto gefahren. Ich bin voll stolz auf mich, weil ich Auto gefahren bin. Ich speichere hier jetzt mal eben. Wir fahren jetzt noch zum Sheriff-Dingens. Wenn es da aber zu lange dauert und man da spontan nicht speichern kann, dann kann ich nämlich einen Schnitt machen, muss dann nur hier weiterspielen. Weil es sind schon wieder über 20 Minuten rum und ich möchte die Parts also jetzt nicht alle immer so mega lang machen, weil dann brauchen die auch so lange zum Rendern und zum Hochladen und das muss ja nicht sein. So, wo ist mein Auto? Da. Und er hat es natürlich mitten auf der Straße geparkt. Aber seht ihr das? Wir haben jetzt 10:29 Uhr im Spiel und wir müssen bis 17 Uhr spätestens da sein. Wir könnten jetzt also auch einfach noch eine Zeit lang hier rumfahren. Und ich bin mir sehr sicher, es gibt eine Trophäe dafür, dass man alle Sammelgegenstände, Bonusdinger hat und so. Was ist denn das da? Wofür steht diese Fahne da? Was ist passiert? Der nächste hier vielleicht? Ja, da hinten. Ich kann ihn sehen. Wie komme ich denn da hin? Ja, Entschuldigung, Mister, wenn man so sieht. Wir fahren hier einfach so über die Wiese. Oh.
vor die Wand. Naja, wir sind jetzt am Ziel. Dann doch kein Spiel. Sheriffbüro von Greenvale. Schön. Mir gefällt der Soundtrack bisher sehr gut. That's one fine building for such a small town. The exterior woodwork is spectacular. Don't you agree, Zach? Schinken vom Land. Stillt den Hunger gut. Oh oh. Ach, der schläft nur im Stehen. Ich dachte, das wäre ein Zombie. Pleasure to meet you, Agent Morgan. We've been expecting you. I'm Thomas McLean, the sheriff's assistant. Thomas McLean, es ist Assistent des Sheriffs. FBI Special Agent Francis York Morgan. Please just call me York. It's what everyone else calls me. Very well then, Agent York. I believe I owe you a thank you for retrieving my belongings from my car. Thanks. Oh, no, just doing my job. Well, I want to help do everything I can to help the investigation. I just can't believe Anna was murdered. She was such a bright and lovely girl. Did you know her well? Well, no, not really. But it's a very small town. I'm sorry. It's just that this is the first really big case I've ever seen. I understand. Just try to relax. Can I have a look at Anna's file now? Yes, of course. The sheriff told me to let you through to the meeting room, but I've lost the key to the cabinet where the files are. Why don't you take a look around while I go look for it? Okay. Let me know when things are ready. Zach, Thomas appears to be the kind and sensitive type, totally at odds with the monarch. Almost a good setting for a cartoon. Okay, wo kann ich hier speichern? Hier, gut, dann speichern wir hier nochmal. Und machen damit Schnitt für heute. Und beim nächsten Mal sehen wir uns hier um, bis der nette Thomas heißt er, glaube ich, den Schlüssel gefunden hat. Also bis dahin.